Da vorne war schon ein bisschen Spießrutenlauf. War richtig Adventure. Ein paar Elche jagen. Und irgendwie bekommt man Bock auf Wildwasser-Rafting. Das ist crazy. Scheiß auf ein Schwedenhaus. Und haben alle Bock? Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind auf den letzten Kilometern hier in Schweden. Wir sind kurz vor der norwegischen Grenze, kurz vor dem Abisko Nationalpark, auf den wir uns schon sehr freuen. Heute Morgen ist das Wetter noch recht herrlich, aber ich glaube, es soll sich über den Tag auch noch mal ändern. Aber die Anfahrt gestern, die war einfach so schön und so unschlagbar. Das Licht war einfach crazy. Also so einer der längsten Sonnenuntergänge, die wir je hatten. Nach jeder Kurve war das Licht nochmal anders und nochmal schöner. Und wir kamen irgendwie gar nicht raus aus dem Film und Fotografieren. Und dann haben wir einfach noch, beziehungsweise Philipp, ein Elch nicht am Straßenrand, aber so ein bisschen versteckt hinten auf einer grünen Wiese liegen sehen. Wir sind da dran vorbeigefahren, dann haben wir nochmal umgekehrt und dann lag er da einfach noch majestätisch in seinem Grasbett und hat eher gesagt uns beobachtet, was wir da gerade machen. Und ja, war nochmal wieder ein magisches Erlebnis. Insgesamt 3 Elche in Schweden. Wir können unser Glück kaum fassen. Und es war, ja, also mit einer der schönsten Fahrten, die wir hier, glaube ich, in Schweden hatten gestern Abend. Und genau, jetzt haben wir hier am See in der Nähe ein bisschen übernachtet, starten in den Tag und dann machen wir hoffentlich später noch eine schöne Wanderung. Hier am See übrigens gibt es so ganz viele kleine Hütten und wie wir jetzt gelernt haben, haben die quasi so Schlittenbeine unter den Häuschen und das sind dann quasi die Häuschen fürs Eisfischen. Sprich, wenn der See zugefroren ist, werden die dann raus aufs Eis geschlittert und dann wird hier ordentlich geeisangelt. Und über den Sommer sind sie aber dann hier geparkt quasi. Definitiv ein kleiner Vorgeschmack auf Norwegen. Kommen die ersten schneebedeckten Gipfel und ein paar Wasserfälle sieht man da zwischen den Bergen durchfließen. Richtig schön aus. Und ja, eigentlich ist mir gar nicht kalt. Wir hatten sogar eine recht warme Nacht. Ich trage aber Handschuhe, weil ich Frostbeulen bekommen habe, wie auch auf unserem Italien-Trip. Die Durchblutung in meinen Fingern ist irgendwie nicht ganz so gut und mit dem Anfassen des kalten Metalls war das irgendwie nicht so cool und deswegen habe ich mir jetzt Handschuhe hier gekauft. Nicht die besten, aber zumindest so, dass ich nicht das kalte Metall die ganze Zeit, also in direktem Kontakt mit dem kalten Metall komme und das hilft schon. Das hilft schon sehr. Das Wasser ist so glasklar und ich bin fast ein bisschen verlockt, einen Sprung ins Wasser zu wagen, aber das Wasser ist schon wirklich sehr, sehr kalt. Also das überlege ich mir nochmal. Okay, die Sonne kam gerade raus und ich muss es einfach machen. Wann hat man schon die Chance, nördlich des Polarkreises ins Wasser zu gehen? Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Die anderen schlafen noch alle. Die wollte ich jetzt nicht raustrommeln. Wäre aber bestimmt ein Spaß geworden. Aber ich mache das jetzt einfach.
Das war mit Abstand das kälteste Wasser, in dem ich, glaube ich, je drin war. Und man merkt richtig, wie die Durchblutung startet. Und jetzt selbst hier im Wind draußen fühlt es sich jetzt richtig warm gerade auf der Haut an. Oh, so ein frischer Wachkick, ey. Ja, wir gehen jetzt wandern. Hat die Schwenni gesagt. Wie lang? 8 Stunden? Und dann einmal durch den See schwimmen. Ja, nach Finnland. Nach Finnland. Sind jetzt noch... Ich werde überall gerufen. Wir haben jetzt noch 2 Tage zusammen. Müssen wir jetzt noch richtig auskosten. Ist so. Mal richtig Adventure. Ein paar Elche jagen. Also Okay, so Cut. Ich wollte... So, wir haben es geschafft. Wir betätigen uns mal ein bisschen, bewegen uns. Wir sind im Abisko Nationalpark und machen eine kleine Wanderung. Ich glaube, Svenny meinte so 7 Kilometer. 2 Stunden vielleicht. Wir brauchen wahrscheinlich immer ein bisschen länger. Schauen wir mal. Aber der Anfang ist sehr vielversprechend. Es ist richtig schön. Wir hatten ein bisschen Probleme, einen Parkplatz zu finden. Das heißt, hier ist auch gut was los. Aber das wird schon seine Gründe haben. Und haben alle Bock? Sehr gut. Das Wasser hat so eine abgefahrene Farbe. Sieht richtig cool aus. Und ich glaube, auf der anderen Seite wird es nochmal ein bisschen tösender, weil das Wasser so ein bisschen den Untergrund durchschießt. So, wir sind jetzt gerade mal 5 Minuten gelaufen und schon das erste absolute Highlight. Das Wasser ist wieder so klar und so in der Schlucht sieht das echt fantastisch aus. Und irgendwie bekommt man Bock auf Wildwasser-Rafting. Weiß aber nicht, ob man das machen sollte hier. So langsam sind wir durch die Menschenmengen durch und es streckt sich so ein bisschen und wir können entspannt hier entlang spazieren. Da vorne war schon ein bisschen Spießrutenlauf, gerade auch für Pöppi sehr anstrengend. Aber hier kommen jetzt so kleine Wege durchs Grün und es ist richtig schön und wir laufen jetzt einfach den Fluss entlang, gucken mal, wie weit wir kommen. Mamba! Mamba oder Mauer? Mamba. Mamba. Bucky, Mamba und weiter geht's. Ist das was schön? Alter! Wie reicht mein... Esmeralda! Weiter? Super!
Aus dem Snackly-Sackly. Das ist wie das, was wir da in dem einen Ich glaube, das ist auch ein Vattenfall, nicht Vattenfall, Wilhelmina, so. Das schmeckt wie dieses Rittersport Tropico. Wie heißt das? Diese Rum. Das ist crazy. Richtig cool aus. Keine Ahnung, ob man uns hört. Mit Anna im Hintergrund. Ah, stimmt. Sieht ja wahrscheinlich cooler aus. Es regnet, Leute. Es ist nass. Wir sind nass. Es hat keine Sekunde Pause gemacht vom Regen. Läuft's da hinten? Der Hund? Nass. Alle nass. Ich mach mal meine Kapuze runter. Made it, Leute. Made it. Wir stehen hier. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das alles ins Auto reinkriegen. Also uns und die Klamotten und wohin damit und überhaupt. Wir stehen hier kurz mal unter beim Skilift, wo wir geparkt haben, und machen einen Plan. Da hinten Auto. Also, wir haben es irgendwie trocken in den Jimny geschafft. Es ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hier drin, sprich die Scheiben sind ultra beschlagen. Und jetzt führt uns unser Weg erstmal noch wieder nach Kiruna zurück. Was denn? Ich weiß nicht, die anderen fehlen. Ah. Weil wir da noch einen Tierarzttermin haben. Guten Morgen zusammen. Wir haben alle unsere Sachen schon aufgehängt. Gott sei Dank regnet es nicht mehr. Wir sind nämlich gestern ganz schön durchgenässt gewesen. Sonne kommt ein bisschen raus, deswegen sieht es hier auch recht chaotisch aus. Konnte nämlich schön alles raushängen. Und was wir gestern auf der Wanderung nochmal ausprobieren konnten, richtig cool, ist unsere Sprudelflasche, die Bottle Plus. Und damit haben wir halt die Möglichkeit gehabt, auf der Wanderung immer wieder aufzufüllen und Sprudelwasser dabei zu haben. Sven und ich trinken beide viel, viel mehr Wasser, wenn wir Sprudel dabei haben. Und mit der Bottle Plus können wir halt immer neues Wasser sprudeln. Egal ob aus einem Fluss oder aus einem Brunnen, irgendwo wo wir Wasser finden. Und dann haben wir mit diesem integrierten CO2-Zylinder, können wir dann bis zu 6 Liter Wasser damit neu sprudeln und auffüllen. Und das finden wir ziemlich genial. Das Coole ist, wenn wir dann von der Wanderung oder wenn wir unterwegs sind, wieder zurück am Auto sind, haben wir die Möglichkeit mit dem Spark Set einfach diese Bottle Plus wieder neu zu befüllen, dass wir wieder 6 Liter damit neu sprudeln können. Das ist recht platzsparend, deswegen passt das auch gut in den Jimny. Einfach hier wieder auffüllen mit einer ganz normalen EU-genormten CO2-Flasche. Die bekommt ihr überall. Wir haben das hier in Schweden auch schon im Supermarkt getauscht. Funktioniert also so wie in Deutschland auch. Dann könnt ihr es einfach wieder auffüllen, nochmal 6 Liter Wasser sprudeln und das Ganze halt so lange, wie die CO2-Flasche hält. Und natürlich haben wir auch einen Code für euch, denn ihr könnt mit Svenja Basti satte 30 € auf euer Spark Set sparen. Wir packen aber wie immer nochmal alle Infos unten in die Beschreibungsbox. Und wir müssen jetzt hier einmal klar Schiff machen und den ganzen Quatsch wieder aufräumen, was wir rausgehängt haben, denn wir haben einen Termin beim Tierarzt.
Das hat sie fein gemacht. Mega cool. Hier in Kiruna gibt es den Tierarzt. Man kann hier um 13 Uhr zur Entwurmung herkommen, sogar mit selbst mitgebrachter Tablette. Kann man hier aber auch kaufen. Und dann zieht man eine Nummer. Und wir waren jetzt innerhalb von 20 Minuten dran. Mega entspannt. Und jetzt können wir in 24 Stunden nach Norwegen einreisen. Wenn ihr euch alle fragt, wie wir das in den Jimny bekommen, die Hälfte davon packen wir in den Amarok. Versorgungsfahrzeug stets zu Diensten. Wir haben jetzt aber auch nur so viel gekauft, weil das der letzte Einkauf vor Norwegen ist. Und in Norwegen alles nochmal eine ganze Ecke teurer sein soll. Deshalb auch 4-mal Oatly. Die kostet hier einfach 1,60 €. Das ist schon sehr gut. Deswegen haben wir ein bisschen auf Vorrat gekauft, was wir sonst im Jimny nicht so wirklich machen. Aber deswegen müssen wir auch den Amarok mit benutzen. Danke, Manu. Gerne. Und es gibt leider auch nicht viele Flaschenformate von Öl, Essig und so, die bei uns ins Auto passen. Deswegen die neue zu groß, die alte passt. Wir füllen einfach rum. Wir haben alles verstaut, alles untergekriegt. Die Oatly haben wir bei Manu im Amarok. Sehr gut. Und generell ist eigentlich Einkaufen in Schweden ziemlich entspannt. Die Supermärkte ähneln sich hier sehr denen in Deutschland. Im Südschweden gibt es sogar relativ häufig auch Lidl. Hier im ICA und im Coop gibt es erstens die größte Süßigkeitenabteilung, die wir je in einem Supermarkt gesehen haben. Aber ich glaube, das ist keine Überraschung für den einen oder anderen. Dann gibt es zu Bastis großem Glück eine riesen Soßenauswahl. Schweden ist absolutes Soßenland. Und ich habe mich in eine, was war das nochmal? Jalapeno Lime, also Limette Jalapeno Soße verguckt. Dass Die du ist sogar mal eine richtig lecker. Soße kaufst. Und ja, es gibt eine Gemüseabteilung, es gibt eine riesen Knäckebrot. Ja, Knäckebrot ist ja Abteilung. echt krass. Und Größer als mein Kopf. Stimmt. Dann eine frische Abteilung, eine frische Theke mit Fisch und Fleisch. Also eigentlich, wie gehabt, alles da, was man braucht. Und von den Preisen her sind wir jetzt auch nicht so überrascht. Also ist eigentlich alles ziemlich entspannt. Also ich würde sogar sagen, dass wir dachten, dass es viel teurer ist. Ja. Also auch so irgendwie bei Bier zum Beispiel, also überhaupt Alkohol, dachten wir, dass es richtig, richtig teuer wäre, aber eigentlich geht es auch. Ich glaube, es war jetzt irgendwie 1,30 für eine Dose Bier oder so. Und das Alkoholfreie kann ich hier auch nur sehr empfehlen. Schmeckt sehr lecker. Ja, passt. Jetzt noch kurz was für den Hund holen und dann Haben wir wieder die Hälfte vom Erledigungstag geschafft. erledigt. Wir haben alle Einkäufe und To-Dos erledigt und fahren jetzt wieder zurück zu unserem Spot, den wir schon die letzte Nacht hatten. Der war eigentlich ganz gemütlich und von da aus brechen wir dann morgen nicht alle, aber Manu und wir in eine Richtung auf und die anderen beide in eine andere Richtung. Sprich, das wird jetzt unser letzter gemeinsamer Abend. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, während die Bianca hinter mir lecker kocht, habe ich gerade die Postkarten für unsere Patreons geschrieben. Das ist irgendwie immer ein sehr schönes Ritual am Ende von einem Besuch zu jedem Land, weil wir waren mit Peppi beim Tierarzt und haben sie entwurmen lassen und morgen soll es dann auch schon nach Norwegen gehen. Und es ist
der perfekte Abschluss mit dem perfekten Wetter. Die Sonne scheint. Besser könnte es, glaube ich, nicht sein. So, ich koche jetzt heute nochmal für alle das gute Gericht Domeda, der afrikanische Erdnusseintopf. Das fandet ihr ja so gut. Ja. Zum letzten Abendmahl gibt es das dann nochmal. Oh, das ist traurig. Ja, schon sehr. Ja, und dann verbringen wir, glaube ich, noch den Abend schön gemeinsam und lassen es uns gut gehen und uns schmecken. Danke. Auch eine schöne Zeit, die wir hatten. Ja, und die wir noch haben werden. Was muss ich sagen? So, wir sehen uns ja bald. Macht's gut. Gute Reise. Schöne Weiterreise. War richtig schön. Aber wir sehen uns ja bald wieder. Kommen Sie. Gute Reise. Ebenso. Wir sehen uns spätestens am Sportsmanu 17 mit Frau hier. Viel Spaß am Nordkap. Tschüss, Schatz. Am besten sehen wir uns nachher wieder. Vielen Dank für die ganzen Sorgen. Wir drücken die Daumen, Tolle dass Zeit. das Paket kommt. Das wird mit den Jahren besser, da ist man immer so emotional. Wir sind jetzt auch aufgebrochen, haben uns heute Morgen von Philipp und Bianca verabschiedet und von Mario von Manu. Und ja, Abschiede sind immer schwer, vor allem wenn man so eine schöne, intensive Zeit zusammen verbringt, einiges zusammen erlebt, sich eigentlich von dem ersten Tag ja, ohne Geheimnisse quasi kennenlernt. Und es war richtig, richtig schön, deswegen fiel der Abschied umso schwerer, gehört aber irgendwie zu dem Lebensstil mit dazu, vergisst man manchmal unterwegs. Aber ja, so ist das halt. Aber umso schöner ist dann das Wiedersehen wieder, wenn man sich irgendwo auf der Welt wieder trifft. Manu treffen wir nämlich schon bald wieder. Der ist schon ein Stück vorgefahren, aber mit dem werden wir noch ein bisschen durch Norwegen fahren. Also heute Abend, er hat sich schon einen Stellplatz rausgesucht. Heute Abend werden wir den wieder treffen. Und wir machen uns jetzt auch auf Richtung Norwegen. Der letzte Tag bzw. die letzte Fahrt in Schweden. 4 Wochen Schweden gehen zu Ende. Abgefahren. Aber dafür kommt jetzt Norwegen. Also bald. Damit sind wir in Norwegen. Ja, hier ist so eine kleine Zollhütte und wir haben gehört, dass man den Hund anmelden soll, weil man ja eine Entwurmung braucht. Und jetzt war ich einmal kurz drin, die haben sich das kurz angeguckt, aber es wurde jetzt nicht großartig was notiert, dass wir ihn also irgendwie angemeldet oder keine Ahnung. Deswegen keine Ahnung, ob man das überhaupt machen muss. Er hat jetzt auch nichts dazu gesagt. Also er fand es nett, dass ich reingekommen bin und er hat sich angeguckt, aber hat sich auch nicht als Must angefühlt. Und hier ist es einfach schon Sieht so es krass crazy aus. Es sieht so Die krass Landschaft. aus. Das erste, was wir hier bei der Landschaft dachten, direkt in den kleinen Häuschen, die da überall zwischen den Steinen gebaut wurden, war Scheiß auf ein Schwedenhaus. Wir ziehen nach Norwegen. Die waren ja mal ultra süß, die Häuschen. Einfach
direkt auf die Steine mit Plateau drauf gebaut. Bisschen rustikaler alles, weniger rot. Ganz nach unserem Gusto. Aber Schwedenhaus ist auch nett. Ja, schön. Und wahrscheinlich bezahlbarer. Ja. Das meinte er, ne? Weil mehr Offroad und jetzt in ganz Schweden. Schon echt nice. Ich würde sagen, der erste Spot in Norwegen ist doch direkt mal eine 10 von 10. Wir stehen am Wasser, wir haben Ausblick auf die Berge. Nur Manu und wir. Es ist ein 4x4 Spot, aber das waren jetzt wirklich nur die letzten 10 Meter, 30 Meter. Und ja, ist nicht so weit von der Straße entfernt. Aber dadurch, dass hier das Wasserrauschen ist, hört man die Straße auch gar nicht mehr. Das ist einfach mega schön. Wie in so einem kleinen Märchenwald. Ist wirklich mega schön. Man könnte stundenlang das Wasser beobachten und in die Ferne gucken. Oder in die Schlucht. Wir bauen jetzt aber mal unser Camp aus und machen uns gemütlich, oder? Ja, Manu ist nämlich schon eingerichtet. Camp ist aufgebaut, beziehungsweise unser Zelt. Manu stand ja schon und Manu hat schon 2 sehr leckere Getränke aufgebaut, die er noch für Norwegen aufgehoben hat. Danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Platz ist echt ein absoluter Traum. Ich bin jetzt einmal mit Pöps quasi über den Fluss rüber und wollte einfach nur mal gucken, ob hier ein kleiner Weg entlang führt, wo wir entlang laufen können, weil auf der anderen Seite, um mal realistisch zu sein, ist eigentlich auch direkt die Straße. Und hier ist so ein süßer kleiner Weg und überall sind schon Pilze, also gefühlt sind wir von Sommer in Schweden, Heidelbeerkuchen, 1-2 Regentage im Herbst gelandet und ich sehe auch ein bisschen wild aus, muss ich sagen. Eine gelbe Mütze, rote, orangene Jacke, Handschuhe, aber ja, es ist kalt und unsere Nacht war leider semi-gut. Basti ist ein bisschen angeschlagen, der ist mit Kopfschmerzen, zu einer Nase, Halsschmerzen aufgewacht
und ich auch mit Kopfschmerzen. Also wir beide haben nicht ganz so gut geschlafen. Deswegen genieße ich jetzt den Spaziergang und langsam in den Tag kommen. Und Peppi genießt es hier sichtlich auch. Wenn ich mich jetzt mit Pilzen auskennen würde, ne? Das wäre ja mal richtig cool. Hier ist auch ein richtig großer. So viele unterschiedliche Pilze schon gesehen, aber bis auf den Parasolpilz und den Fliegenpilz kann ich, glaube ich, keine Pilze identifizieren. Aber das wäre mal was Spannendes, was ich cool fände. Weil ich liebe Pilzgerichte, Pilzrisotto, Pilzrahmsoße, Basti leider gar nicht. Aber wenn man dann noch die Pilze selber gesammelt hat, ist es jetzt wie mit den Blaubeeren. Schmeckt 1000-mal besser mit den selbst gesammelten Blaubeeren. Blaubeeren gibt es hier aber anscheinend auch noch welche. Und jetzt habe ich keine Tüte mit dabei. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Eine Handvoll muss ich gleich mitnehmen. Wow. Das war mein Hund. Ich bin quasi fast zurück. So langsam werden die Wolken auch dunkler. Ich habe quasi meinen Kaffee leer getrunken und habe jetzt die Tasse mit Blaubeeren gefüllt, zumindest zur Hälfte. So viele konnte ich auf dem Rückweg finden. Und ja, wenn ich zurück bin, müssen wir, glaube ich, schon das Zelt abbauen. Unser Rhythmus wird jetzt, glaube ich, noch mehr bestimmt von dem Wetter. Wenn wir wissen, dass wir eigentlich noch bleiben, aber trotzdem am Nachmittag oder Mittag der Regen kommt, müssen wir eben morgens schon direkt zusammenpacken. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Wir haben jetzt gerade noch kurz eine Sandwich-Pause gemacht. Manu hat einen Sandwichmaker dabei. Ich glaube, das haben wir schon das ein oder andere Mal gezeigt und rettet uns auch sehr oft, denn man bekommt was Warmes in den Magen und es geht sehr schnell. Das haben wir jetzt noch schnell gemacht, bevor wir zusammengepackt haben, finally. Und brechen jetzt auf Richtung Senja. Und der Spruch lautet jetzt schon seit ein paar Kilometern, glaube ich, immer mit Svenja nach Senja. Wir verabschieden uns aber für diese Woche. Wir hoffen, euch hat die letzte Woche mit uns in Schweden gefallen. Ich glaube, Schweden hat sich nochmal von der besten Seite gezeigt. Und die erste Regenwanderung-Challenge haben wir hinter uns. Deswegen packt unbedingt eine Schweden-Flagge als Emoji der Woche unten in die Kommentare. Wir werden Schweden sicherlich schwer vermissen, aber jetzt noch eine mega gute Zeit in Norwegen haben und freuen uns jetzt auf das, was kommt. Liked das Video, hypt das Video, abonniert unbedingt unseren Kanal, dann verpasst ihr keinen Norwegen-Content und wo ihr auf jeden Fall hin sollt und wo auf gar keinen Fall. Wir werden es für euch rausfinden. Und ja, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr unsere Reise begleitet und wir sehen uns nächste Woche. Danke! Ende!